Gestatten Markus Brzęska. Ein Zungenbrecher, weshalb die meisten Markus Brzęska sagen. Immer noch zu schwierig? Ja, wir haben Brzęska immer Brenner genannt. Entscheidend war, also erstes kam als ganz junger Spieler zu uns und wir hatten damals keine gute Phase von Borussia Dortmund. Wir mussten auf die jungen Spieler setzen und der hat sich enorm weiterentwickelt vor mir in der Abwehr. Von der E-Jugend an ein Schwarz-Gelber eröffnet sich dem 1,96 Meter großen und robusten Brenner 2003 die große Chance. Das erste Training mit den Profis. Dann hat der Trainer den Ball, Matthias Sammer damals, Ball hochgeschmissen quasi zum Anfang. Und da habe ich gedacht, okay, gehst mal ganz locker, bist groß, gehst mal hoch, gewinnst ja bestimmt den Zweikampf, den Kopfball-Zweikampf. Auf einmal haut mir der Heiko Herrlich den Ellbogen, so ganz normal, das war heute eine ganz normale Zweikampfhärte. Und dann lag ich da erstmal so und habe gedacht, okay, jetzt ist Foul, jetzt pfeift der Schiri oder der Trainer dann Foul. Nee, war gar nichts. Alle haben so, das war für die normale Härte. Da habe ich gedacht, okay, jetzt bist du im Profifußball angekommen. Markus war immer extrem ehrgeizig und extrem fokussiert, was dazu geführt hat, wenn wir Trainingsspiele gemacht haben, hätte er eigentlich jedes Mal mit Gelb-Rot runterfliegen müssen. Insofern waren wir teilweise genervt, aber ja, im Spiel konnte er das ganz gut dann, glaube ich, kanalisieren. Und, ich weiß gar nicht, ob er wird ein paar gelbe Karten bekommen haben, aber ich glaube, mit Rot ist er, glaube ich, nicht doch, gegen Bayern München ist er runtergeflogen. Ja, daran kann ich mich noch einmal erinnern. Das Bundesliga-Debüt von Markus Brzęska dauert nur 43 Minuten. Im Münchner Olympiastadion bei den großen Bayern sieht er nach einem Foul an Michael Ballack noch vor der Pause gelb-rot. Manch eine Karriere wäre an diesem Punkt dann auch schon wieder vorbei gewesen. Aber der Hühne aus Lünen hat seine Lektion gelernt. Zwischen 2003 und 2008 bestreitet er 86 Bundesligaspiele als Innenverteidiger für den BVB und erzielt dabei 6 Tore. Die meisten per Kopf, alle nach Standards. Wir waren jetzt beide nicht dafür bekannt, dass wir da Fußball zelebriert haben. Wir waren eigentlich eher Männer des klaren Balles, straight nach vorne, also hoch und weit. Aber Brenner hat es super gemeistert, hat seine Karriere hinterher auch toll nochmal angekurbelt. Als 2008 Jürgen Klopp zum BVB kommt und den Umbruch einleitet, endet für Brenner seine Zeit bei den Schwarz-Gelben. Es geht in die 2. Liga. Einem Jahr beim MSV Duisburg folgen 3 bei Energie Cottbus. Und der erste Achillessehnenriss. Und ein Knorpelschaden im Knie. Und ein Leistenbruch. Das ist natürlich schwer für mich gewesen, so die Zeit, weil es ist natürlich blöd als Fußballer, wenn du nicht auf dem Platz stehen kannst, sondern nur verletzt bist, nur im Reha-Zentrum oder im Reha-Raum, Kraftraum, nur so Übungen machen musst und nicht mit den Jungs auf dem Platz stehen kannst. Ich habe gedacht, okay, versuch alles, um wiederzukommen. Und Brenner kam wieder. Seit 2013 ist er beim Drittligisten Viktoria Köln unter Vertrag. Erst als Spieler, seit seinem 2. Achillessehnenriss 2017 als Co-Trainer. Eigentlich so die ganze Zeit meiner Karriere habe ich mir gedacht, das interessiert mich auch so. Ich hatte ja viele Trainer auch in der ganzen Zeit. Ich hatte Matthias Sammer, Bert van Marwijk, ich hatte Uwe Neuhaus als Co-Trainer auch, dann auch als Amateurtrainer gehabt, Thomas Doll und dann auch in Cottbus und Pele Wollitz, alle sehr unterschiedliche Trainer. Und für mich war immer schon so der Wunsch, oder immer der Gedanke, okay, ich möchte im Fußball bleiben, weil das wie gesagt, meine Leidenschaft und da habe ich gedacht, okay, dann möchtest du gerne Trainer machen. Dafür hat der 36-Jährige jetzt mit der Trainerausbildung begonnen. Der Ehrgeiz ist ungebrochen. Ich mache das jetzt seit 2,5 Jahren hier bei Viktoria als Co-Trainer. Macht riesig viel Spaß und das Ziel für mich oder mein Traum ist dann halt auch irgendwann Cheftrainer zu werden. Am liebsten wäre es mir, wenn wir mit Viktoria in die Bundesliga aufsteigen und ich mit Viktoria das machen könnte. Das ist natürlich, weil das ist ja auch, man muss sagen, hier Viktoria bin ich mein 6. Jahr. Das ist auch natürlich auch mir ans Herz gewachsen, aber natürlich als Dortmunder Junge. Damals war es mein großer Traum, als Spieler im Stadion zu stehen, im Westfalenstadion, im Signal Iduna Park. Und jetzt ist es schon auch so ein Traum, ich glaube, das muss man auch haben, so träumen. Und mein Traum ist irgendwann mal Trainer bei Dortmund zu sein. Einige denken, der ist bekloppt, aber das ist einfach mein Traum und mein Ziel. Die vielen Rückschläge wegzustecken, sich seine positive Art zu bewahren, Resultat einer gesunden Lebenseinstellung. Ich habe das immer nie so abhängig gemacht, mein Lebensglück nie vom Sport abhängig gemacht,
sondern das ist meine Leidenschaft und ich habe versucht, immer alles zu geben. Aber dann natürlich gibt es ein Privatleben, was viel wichtiger ist. Apropos, was machen eigentlich seine Tanzkünste? Puh. Also ich würde sagen, ich tanze super. Wenn du jetzt meine Frau fragst, sie sieht das ein bisschen anders, aber ich würde sagen, ich habe schon richtig Rhythmus im Blut. Doch, ich bin schon sehr stolz auf Markus. Alles, was er so erreicht hat, das ist keine Selbstverständlichkeit. Jennifer Bženčka, geborene Falk, Lehrerin in der Tanzschule, die schon seit 1919 in Familienhand ist. Und Jennifers Mutter hatte klare Vorstellungen. Also als ich erzählt habe, ich habe da einen Jungen in der Schule kennengelernt, hat sie gesagt, ja, der muss erstmal zum Tanzkurs kommen. Dann kann ich sagen, ob er ein Netten ist oder nicht. Ja. Und dann kam er dann auch. Und dann durfte er auch öfters nach Hause. Dann durfte ich bleiben, ja. Mittlerweile ist Maurice Joel 12, Jolene Mia 9 und das dritte Kind ist unterwegs. Zu kleineren Quellbewölkungen kam es am Tag der kirchlichen Hochzeit 2013. Denn auch für Brenner gilt, einmal Borusse, immer Borusse. Das ist sogar an meinem Geburtstag gewesen. Ja, 25. Mai habe ich auch Geburtstag. Ja, und da war natürlich das Champions League-Finale. Und ja, meine Frau natürlich erstmal gesagt, okay, ja, aber wie machen wir das? Aber ich zeige da keinen Fußball und so. Also ich bitte dich, Champions League-Finale, das müssen wir gucken. Und dann haben wir das ganze Programm vorher mit Essen und alles hin und her. Und dann haben wir den Fernseher reingestellt und haben uns dann alle Fußball angeguckt. Und war natürlich schon ein bisschen bitter, wo wir dann leider, oder wo Dortmund verloren hat, war schon die Stimmung ein bisschen gedrückt, aber dann haben wir die Musik reingehauen, ein paar Bierchen getrunken und dann haben wir das so ein bisschen weggetanzt, sag ich mal, den Frust. Was auch immer das Leben für die Bženčkas noch bereithalten wird, sie werden es tanzend meistern.